Caravansalon 2025 am Stand von Mobilwetter. Herzlich willkommen, liebe Wohnmobilreisenden, mit Klaus Schönherr von A&B Reisemobile. Ein Unikat und ein Urgestein von Reisemobilverkäufern. Heute mit der K-Yacht 86. Die will er uns einmal zeigen. Und wir nehmen euch natürlich mit. Viel Spaß. Die K-Yacht 86 mit Alco-Chassis drunter, ein Fahrwerk mit 4,4 Tonnen. Wir sehen es auch hier an den Felgen. Das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Wir haben die ähnliche Yacht im Vorgängermodell. Stil und Ausstattung sowie Technik prägt die äußere Struktur der Mobilwetter Reisemobile. Das wissen wir ja. Ein einzigartiger Stil, elegant. Hier sehen wir es auch viel verbaut. Eine Außensteckdose, 12 Volt, 230 Volt, Antennenanschluss etc. Natürlich auch mit dabei ein Außengasanschluss. Wenn wir jetzt einen Gasgrill besitzen und den verwenden wollen, können wir den hier mit anschließen. Dann haben wir hier die großen Garagentüren. Jetzt zeigt uns Klaus mal noch die neuen Fenster. Die zeigen wir euch dann noch mal genauer. Das sind die neuen S7-Fenster, wo die Verriegelung eingelassen ist. Das ist ein gewisser Einbruchsschutz. Wir haben da noch keine Erfahrung, aber wir gehen mal davon aus, dass das relativ gut funktioniert, die S7 Rahmenfenster. Dann haben wir hier die große Garage, auch wieder hier dabei bei der K-Yacht. Außendusche, kalt und warm, ein Lichtschalter, eine Durchreiche hier, wie wir sehen können, die Gasdruckstoßdämpfer für die Türen. Die Mobilwetter K-Yacht Technoline, ein einzigartiger Stil, elegant mit sportlicher Seele, exzellenter Ausstattung und natürlich Hochleistungsmaterialien sind hier verbaut. Eine hochmoderne Bauweise mit GFK und Aluminium. Hier sehen wir im Fahrzeug mit verbaut die LED-Fahrscheinwerfer und natürlich auch Nebelscheinwerfer. Das Alco-Chassis. Das Alco-Fahrwerk ist hier mit verbaut. Hier ist nochmal das Messeangebot im Caravansalon. Da ist einiges dabei. Die Automatik, 180 PS Motor, dann Solarpanel obendrauf mit Solarregler etc. Besonders ist hier natürlich der Doppelboden. Der technische Doppelboden, wo wir auch hier eine Durchreiche haben, was wir hier sehen. Hier zeigt uns Klaus, dass wir über diese Klappe die Ver- und Entsorgungshähne haben für Frisch- und Grauwasser. Das finden wir ganz gut. Die Hähne liegen im Doppelboden drin und sind somit auch geschützt. Hier sehen wir nochmal ringsherum die verbauten S7-Fenster. Hier haben wir Platz für 2 11 Kilo Gasflaschen. Wir können auch hier nahtlos bzw. problemlos eine Gastankflasche oder eine Gastankflaschenanlage einbauen. Daneben haben wir gleich den Anschluss, Landstrom 230 Volt und die Toilettenkassette, dann den Schornstein von der Truma-Heizung und zum Schluss die Frischwasserbefüllung bei der K-Yacht. Was uns natürlich aufgefallen ist vom neuen Style 2026er Modellen, die Umrahmung der Klappen in Schwarz bei den Mobilwetter-Modellen. Das finden wir hier bei allen Modellen, dass die Service-Klappen-Garagentüren so schön schwarz umrahmt sind. Hier haben wir die andere Garagentür mit verschiedenen Türleisten. Hier sehen wir zum Beispiel einmal eine Belüftung, beziehungsweise da kann auch Flüssigkeit raus. Ist eine gute Geschichte, wenn man jetzt feuchte Fahrräder in die Garage stellt und so weiter oder was Feuchtes in die Garage ablädt, damit das natürlich eine gewisse Zirkulation hat und die Feuchtigkeit raus kann. Ja, jetzt gehen wir mal rein in die K-Yacht und schauen uns mal das Innere an. Hier die Unterseite von dem Hubbett im Frontbereich, natürlich rechts und links Ablagen und hier die Fahrer- und Beifahrersitze. Und wir kennen das ja, der Beifahrersitz wird zum Relax-Erlebnis mit dem entsprechenden Komfortelementen. Das Fahrerhaus gestaltet sich zu einer Verlängerung des Wohnbereiches. Hier sehen wir nochmal
am Beifahrersitz angelehnt. Die Staufächer, dann das Radio ist inklusive. Die Automatik und natürlich die Klimaautomatik ist hier mit dabei. Dann sehen wir hier im Frontbereich die Jalousie der Frontscheibe, einmal von unten nach oben und von oben nach unten. Also man kann das auch teilen. Hier fällt uns wieder auf die Befestigung der Polster mit den entsprechenden Magneten. Und man kann das natürlich auch wieder umbauen zum Kurzsitzplatz. Denn die Kajach hat ja hier auch 4 Kurzsitzplätze verbaut. Da sehen wir die eine Seite und dann drüben, wo Klaus sitzt, die andere Seite. Jetzt zeigt uns Klaus den Umbau von dem Hubbett. Die beiden Vordersitze werden umgeklappt natürlich. Klaus zieht jetzt problemlos das Hubbett nach unten und wir haben hier ein schönes, großes, geräumiges Hubbett im Frontbereich mit Maßen von 1,90 x 1,45 mit dem großen Sky Dome Dachfenster, was man natürlich auch öffnen kann. Man hat hier Ablagen rechts und links. Wir sehen es hier noch einmal schön gemacht, auch die Deckenverkleidung, Polsterung, und somit gehen wir auch in den Küchenbereich. Hier sehen wir mal eine Ablage nochmal separat, die man ausfahren kann. Bei der Küche der Kajach Technoline handelt es sich um eine modulare Multifunktionsbereichsküche. Die Arbeitsfläche erweitert sich auch bei der Nutzung des Kochfeldes komplett und reich an Zubehör sowie mit praktischen integrierten Ablagen ausgestattet. Alles ist in einer eleganten Umgebung mit wertvollen Materialien und Lösungen, wie der kombinierten Spüle mit Arbeitsfläche aus widerstandsfähigem geformten Acryl. Hier die schönen Ablageflächen oben noch einmal wunderbar. Natürlich auch die S7 Fenster integriert. Weitere Ablageflächen haben wir natürlich unten hier, die Auszüge nach vorn und zur Seite. Ob das natürlich so sinnvoll ist und nicht der Anfälligkeit neigt zu Defekten, können wir jetzt nicht sagen. Ich habe da so meine Zweifel. Das finden wir gut. Den Besteckkasten, der ist nochmal separat ausziehbar. Und hier unten haben wir natürlich ein Technik- und Sicherungsfach. Gut zugänglich auch die Absperrhähne von den ganzen gasbetriebenen Geräten, die in der Kajach verbaut sind. Eine weitere Veränderung bietet sich natürlich auch hier in der Beleuchtung im Küchenbereich. Wir haben hier diese untere langgezogene LED-Beleuchtung integriert, direkt oder indirekt. Wir sehen es hier. Dann haben wir hier den ausziehbaren TV-Halter, der fast auch 32 Zoll, habe ich mir sagen lassen. Den kann man schön rausziehen und dann noch den schönen Spiegel im Eingangsbereich, wie wir es hier sehen, mit Mobilwetter, indirekter Beleuchtung auch nach unten im Einstieg mit der Treppenbeleuchtung. Dann haben wir hier nochmal ein separates Ablagefach im Doppelboden für Schuhe oder andere Möglichkeiten. Dahinter haben wir noch ein schönes Ablagefach im Doppelboden. Hier passt jede Menge rein an Zubehör, was jetzt zulasten natürlich auch der Vorderachse gehen soll. Da geht eine ganze Menge rein. Wir haben zum Beispiel da verstaut unsere Akkus zum Laden von unseren E-Bikes. Hier der schöne beleuchtete Spiegel. Ich frage mich immer, macht das Sinn? Stellt sich jemand in den Treppenbereich und schaut in den Spiegel? Wer weiß. Hier haben wir verbaut den Solarregler, die Solaranlage in der Kajach. Das zusätzliche Fach über dem Kühlschrank, die Technikeinheit hier inklusive Truma, Frisch- und Abwasser, der große Kompressor-Kühlschrank, der hier auch mit in der Kajach verbaut ist, mit dem extra Kühlfach zum Rausziehen im unteren Bereich. Da kriegt man auf jeden Fall jede Menge unter und ich finde es natürlich auch sinnvoll, dass die Hersteller jetzt in Richtung Kompressorkühlschrank gehen. Gut zugänglich auch hier der Frischwassertank und die ganzen Anschlüsse zur Verteilung von dem Frischwasser und natürlich man kann auch gut ran hier, um den Frischwassertank zu reinigen. Und wir sind im Duschbereich, eine große Dusche mit 2 Abflüssen und Mobilwetter hat es endlich mal geschafft, in der Kajach den Radkasten in dem Duschbereich zu entfernen.
Die Dusche gestaltet sich mit indirekter und direkter Beleuchtung. Wir haben hier einen schönen Holzhintergrund und nochmal hier oben separate Beleuchtungen. Natürlich auch ein großes Dachfenster zur B- und Entlüftung, was natürlich im Duschbereich sehr wichtig ist. Warum verbaut man hier so ein günstiges Dachfenster, kann ich nicht sagen. Hier der Toilettenbereich auch wieder direkte und indirekte Beleuchtung im unteren Bereich. Das sieht man hier sehr schön. Ein stilvolles Ambiente, denn die Räume in dunklen Farbtönen aus Laminat mit Tech-Design sowie antibakteriellen Flächen aus matten Laminat für eine raffinierte Umgebung. Ein Bad mit großer Bewegungsfreiheit, die erweiterte Duschfläche ist auch verstärktes ABS dabei. Auf geringsten Raum steht Ihnen natürlich hier alles zur Verfügung. Maxi-Ablagen, Wandspiegel und Spiegelschrank sowie ein großes Waschbecken. Auch hier sehen wir nochmal die Toilettenrollenhalterung in der Tür im Innenbereich. Das finden wir recht gut. Somit haben wir das nicht an der Seite, wo man sich jetzt hier auch stoßen kann. Hier sehen wir mal das große verstellbare Waschbecken. Das finde ich klasse, denn das kann man entsprechend einstellen. Jetzt beim Waschen früh kann man sich das Waschbecken zu seinen Körperverhältnissen anpassen und zurechtdrehen. Die Abtrennung Raumbad und Schlafbereich, ihr seht es hier, sichtlich ist Klaus begeistert, auch von der Ablagefläche hier in dem Schlafbereich. Nach vorne hat man natürlich hier auch keine Sicht weiter. Der Schlafraum der Kajach Technoline zeichnet sich durch beispiellosen Komfort aus. Seht euch hier mal richtig schön um. Alles im unvergleichlichen Mobilwetter-Design und vor allem maßgeschneidert für außergewöhnliche Entspannung. Und natürlich hier wieder Staufächer, Stauräume überall unter den Betten von drunter. Man kann die Matratzenuntergestelle hochheben und man hat hier Stauflächen jede Menge, Stautüren rechts und links. Die Stauräume, wie wir es hier sehen, sind gut zugänglich. Hier zeigt uns Klaus einmal die Bettverbreiterung oder Bettverlängerung. Die Stauräume sind alle gut zugänglich und man hat auch die Möglichkeit, hier Hängekleidung einzuhängen. Man hat auch hier unter dem Bett noch einmal Möglichkeiten, Wäsche. Hier sehen wir das mal, der Auszug von der Hängekleidung, was man jetzt mitnimmt mit Kleiderbügeln und so weiter. Und hier ein Fach, wo man bequem jetzt zum Beispiel Unterwäsche oder gebügelte Wäsche einlegen kann, wie auch immer. Also Ablage ohne Ende, da haben wir noch nicht die Hängeschränke mit hier berücksichtigt. Das ist natürlich nicht schlecht, denn der Zugang zur Heizung sollte immer unverbaubar sein. Das heißt, wenn doch mal ein Defekt an der Truma-Heizung ist, dass hier keine Möbel abgebaut werden müssen etc., sondern die Monteure problemlos an die Heizung rankommen. Hier haben wir die Hängeschränke. Hier geht es natürlich weiter mit Stauraum rechts und links. Wir sehen auch wieder das schöne Lichtdesign, das direkte und indirekte. Und hier sehen wir mal die 7 Fenster mit dieser versenkbaren Verriegelung. Das zeigt uns Klaus jetzt einmal. Das heißt, hier haben wir die Verriegelung zum Versenken und man kann nochmal speziell absperren. So kommt jetzt keiner von außen ran oder mit irgendwelchen Werkzeugen von außen ran und kann hier die Sicherung lösen. Das ist eine Vierfachsicherung bei den Rahmenfenstern und bietet auch eine gewisse Sicherheit. Und ihr seht es selbst, die Mobilwetter Kajach Technoline, ein außerordentliches, maßgeschneidertes Entspannungsgefühl. Hier sehen wir nochmal im Hintergrund die großen Hängeschränke, natürlich auch das Heki-Kurbelfenster hier und natürlich die gedämmte Decke im Schlafbereich, die natürlich auch einen gewissen Schallschutz bietet. Hier sehen wir im Hintergrund auch nochmal die Leseleuchten. Die sind natürlich anders als bei den anderen Mobilwetter-Modellen. Wir haben die ähnlichen mit TIM-Funktion, also hell und dunkel kann man das hier machen und schön im Hintergrund im oberen Bereich der Spiegel.
Ja, liebe Zuschauer, liebe Mobilwetterfreunde, jetzt gehen wir mal in Richtung Preisgestaltung. Wir sehen es hier, der Fahrzeuggrundpreis 111.390 Euro. Wir haben natürlich hier jede Menge Zubehör, Messerabatte etc. Was hier mit dabei ist, die Automatik, insgesamt liegt man bei 116.915 Euro. Es sind hier schon verschiedene Pakete inklusive. Was die Ersparnis ist, macht es ganz einfach aus mit eurem Händler. Ja, wir bedanken uns ganz recht herzlich bei Klaus Schönherr. Es tut uns natürlich leid, dass uns hier der Ton ausgestiegen ist, wo wir hier gefilmt haben. Aber nichtsdestotrotz, wir bedanken uns natürlich auch für die freundliche Unterstützung bei AMB Reisemobile, dass wir hier in aller Herrgottsfrühe anfangen durften zu filmen und dass natürlich auch die Mitarbeiter von Mobilwetter bzw. AMB Reisemobile hier vor Ort war. Vielen recht herzlichen Dank und wir sehen uns natürlich auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin. Komm, steig ein, wir fahren los mit Viola und Uwe.